In Teil 1 bauen wir das SRD Ultimate von Swedish Rig Designs zusammen und montieren die ganze Peripherie einschließlich dem Simrig SR2 Motion System. In Teil 2 folgt dann der ausführliche Rennstreckentest samt Wertung und Fazit. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Swedish Rig Designs hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum für euch testen und reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Wie der Name verrät, handelt es sich bei Swedish Rig Designs, abgekürzt SRD, um ein schwedisches Unternehmen. Die Produktpalette, die reicht von klassischen Rigs bis hin zu speziellen Formula- oder Kart-Rigs. Zusätzlich bietet SRD in Kooperation mit Simrig Motion Bundles an. Die Rig-Konstruktionen bestehen aus Aluminiumprofilen von 40x40 bis 160x40 mm. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, die Preise und das Zubehör. Die auf der Homepage gelisteten Preise sind exklusive Mehrwertsteuer angegeben. Wenn beim Bestellvorgang Deutschland als Lieferort ausgewählt wird, dann kommen somit 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Das SRD Ultimate kostet somit in der Basisausstattung 440 € plus 83,60 € Steuer plus 45 € Versand nach Deutschland. Die Ware wird zweckmäßig verpackt und erreicht euch eingewickelt in Folie in unscheinbaren Kartons. Die Profile sind perfekt gereinigt und es gibt keine störenden Spänereste von der Fertigung. In diesem Review stelle ich euch das SRD Ultimate in Kombination mit dem Simrig SR2 Motion System vor. Das SR2 habe ich vor einigen Wochen bereits sehr ausführlich reviewt. Klickt bei Bedarf den Link rechts oben an, um das Review nachzuholen. Ihr könnt das SRD Ultimate bei Bedarf anpassen und optionales Zubehör ordern. In diesem Review ist ein SRD Front Mount verbaut, um meine SimierCube SC2 Pro Wheelbase von vorne aufzunehmen. Alternativ gibt es das SRD Wheel Deck oder SRD Side Mounts für die seitliche Aufnahme von Fanatec Podium DD. Diese optionalen Mounts, die kosten einen Aufpreis von je 87 € exklusive Steuer. Ebenso optional erhältlich ist der SRD Keyboard Arm für 71 € oder weiteres Zubehör erhältlich, wie beispielsweise der SRD Monitor Stand für die Montage von einem bis zu 4 Monitore. Kapitel Nummer 3, der Rig Zusammenbau. Nach dem Bestellvorgang erhältst du via Mail gut bebilderte Anleitungen für den Zusammenbau. Du benötigst keinerlei Vorwissen oder spezielle handwerkliche Kenntnisse. Es ist alles selbsterklärend, wenn du die einfachsten Aluprofil-Skills beherrschst. Ich habe zur Aluprofil-Montage damals ein Tutorial gemacht und hänge es an dieser Stelle mit rein. Wenn du damit schon vertraut bist, dann überspringe einfach die nächste Minute. Diese Nutensteine sind folgendermaßen aufgebaut. Ihr seht hier diese 8 mm breiten Dinger. Umseitig so eine versenkbare Kugel mit so einer Feder, die könnt ihr hier eindrücken. Die einfachste Art, so einen Nutenstein in ein Aluprofil einzubringen, ist, wenn du diese Kugel drückst und stirnseitig hier einbringst. Dank der Feder hast du hier einen Widerstand am Start und dieses Ding hält auch vertikal in Position. Möglichkeit Nummer 2, einen Nutenstein einzubringen. Wenn du ein Rohrprofil bereits verbaut hast und eine stirnseitige Montage nicht mehr möglich ist, dann kannst du diesen Nutenstein vorderseitig einklippen. Ich versuche einmal, dies vor die Cam zu bringen. Das ist beim ersten Mal vielleicht etwas fummelig, aber ich glaube, ihr bekommt das hin. Ich klippe diese Nutensteine immer ein über die Feder und dann drückst du mit einem Finger, schwierig dies auf die Cam zu bekommen, du drückst mit einem Finger hier auf diesen schrägen Nutenstein darauf und mit dem anderen Finger bringst du diesen in Position und ihr seht, dieses Ding rastet wunderbar ein. Das heißt, du kannst auch schon bei bereits verbauten Rohrprofilen einen Nutenstein einbringen
und gleichermaßen auch wieder ausfädeln. Jetzt bist du soweit, zwei Aluprofile miteinander verbinden zu können. Hier im Beispiel eines 90-Grad-Winkels. Du schiebst diese Nutensteine in Position. Mein Tipp: die Seite, wo die Kugel angebracht ist, des Nutensteins zeigt zum Eck, zum Verbindungseck. Dann schnappst du dir diese Aluprofilwinkel. Ihr seht bei diesen Aluprofilwinkeln, diese haben auf beiden Seiten zwei solche Nasen. Die sind vorteilhaft, damit so ein Profil wunderbar positioniert bzw. zentriert in eurer Aluschiene läuft. Du schnappst dir diesen Winkel, bringst diesen an, dazu entsprechende Inbusschrauben mit einem Inbus HX6 in diesem Fall und verschraubst die Nutensteine mit den Profilwinkeln. Eine weitere Möglichkeit, Profilschienen miteinander zu verbinden, ist, wenn du diese übers Kreuz verbinden möchtest. Hier Vorsicht, beachte bitte folgenden Tipp. Du hast, wie erwähnt, diese kleinen Führungsnasen, die hier in dem Profil wunderbar laufen. Diese Führungsnasen sind dir aber bei einer Kreuzverbindung im Weg. Du stoßt in diesem Bereich an dein Aluprofil. Rein theoretisch kannst du diese Dinger auch so zusammenschrauben, nur mache dies nicht. Diese Führungsnasen sind mit einer Sollbruchstelle ausgeführt. Du kannst mit dem Schraubenzieher hier wunderbar einklicken und ein zweites Mal. Jetzt hast du diese Führungsnasen entfernt und hast hier zu deinem kreuzverbundenen Profil eine plane, eine glatte Auflage ohne störende Führungsnasen. Und nun bist du im Bilde, um mit dem Zusammenbau zu beginnen. Beachte, dass sich meine Vorgehensweise auch danach orientiert, um Simrig SR2 Motion komfortabel montieren zu können. In meinem Fall habe ich Unterstellböcke für den Rig-Zusammenbau bewährt, da dies wesentlich komfortabler vonstatten geht. Schritt Nummer 1. Schraube die 360 mm hohen Aluprofile für den ganzen Grundrahmen zusammen. Das Querprofil solltest du in einem Abstand von 420 mm zum Heck verschrauben, da die Profile für die Sitzkonsole ebenso 420 mm lang sind. Schritt Nummer 2. Messe den Lochabstand deiner Sitzkonsole bzw. Laufschiene ab und montiere die beiden Aluprofile für die Montage deines Sitzes im passenden Abstand. Nächster Schritt, Schritt Nummer 3. Wenn du das Simrig SR2 Motion System einsetzt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, dieses zu montieren. Durch die Aufstellböcke hast du eine komfortable Arbeitshöhe und alles ist sehr leicht zugänglich. Bei Bedarf kannst du noch Stellfüße montieren, falls du eben kein Motion-System einsetzt. Oder du kannst den Profilrahmen auch mit Rollen verschrauben, um ein mobiles Rig am Start zu haben. Nach diesem Schritt hat das Rig ein noch erträgliches Gewicht, um es von den Aufstellböcken herunterheben zu können. Ich empfehle jetzt, dass du das Rig im Bereich deines Einsatzorts aufstellst. Schritt Nummer 4. Verkable das Motion-System provisorisch und mache einen Systemtest, ob alles funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt solltest du unbedingt sicher gehen, dass alles funktioniert, bevor du zur weiteren Montage übergehst. Schritt Nummer 5. Im Anschluss montierst du die Aluprofile für die Wheelbase und Pedalaufnahme. Du kannst deinen Sitz provisorisch auf einem Brett positionieren, um die ungefähren Abstände der Profile zu ermitteln. Schritt Nummer 6. Vor der Sitzmontage solltest du das Motion-System ordentlich verkabeln. Die Kabel lassen sich in der Profilnut verlegen und ich habe diese mit den Abdeckprofilen gesichert. Im Bereich des Aktuatoranschlusses solltest du die Kabel an den 20 mm Profil mit Kabelbindern fixieren, damit diese im Betrieb nicht am Stecker ziehen. Die Steuereinheit des Motion-Systems habe ich unter dem Sitz an der Querstrebe angebracht, um diese gut zu schützen und damit dies aufgeräumt aussieht. Nach Fertigstellung der Verkabelung habe ich nochmals einen Systemtest gemacht. Weiter geht's mit Schritt Nummer 7. Jetzt montierst du den Sitz. Wie dies funktioniert, habe ich in meinem letzten Rennsitz-Review gezeigt. Guck bei Bedarf dort rein. Ich empfehle immer Laufschienen, um den Sitz nach vorne oder hinten verstellen zu können und entsprechende Sitzkonsolen, um den Sitz befestigen zu können. Schritt Nummer 8. Verschraube deine Wheelbase in der passenden Höhe und achte auf einen ergonomischen Anstellwinkel. Ich empfehle immer um die 15 bis 20 Grad Anstellwinkel der Wheelbase, um komfortabel unterwegs sein zu können. Schritt Nummer 9. Jetzt schraubst du die Pedalaufnahme zusammen und montiere diese anschließend am Rig. Bei meinen NUO Simulation Pedalen brauche ich keinen Anstellwinkel der Pedalaufnahme. Werden Pedale mit einem nach hinten geneigten Pedalarm verbaut, dann kannst du die Pedalaufnahme beliebig
im Winkel anstellen. In diesem Fall brichst du die Führungsnasen der Profilwinkel ab, damit sich diese zur Nut gesetzt verdrehen befestigen lassen. Weiter geht's mit Schritt Nummer 10. Montiere den Arm für den Shifter oder die Handbremse. Ich habe für die Querstrebe ein eigenes, etwas längeres Aluprofil gewählt, um noch weiter nach oben zu gelangen. Schritt Nummer 11. Jetzt habe ich den Keyboardarm montiert. Beachte die passende Höhe, damit dieser nicht mit deinen Oberschenkeln kollidiert oder mit dem Lenkrad. Ich rate zur seitlichen Montage, damit du diesen bei Nichtbenutzung komplett einklappen kannst und nichts nach außen wegsteht. SRD bietet auch eine Mausablage an, die ich aber nicht benötige, da mein Keyboard ein integriertes Touchpad besitzt. Schritt Nummer 12. Montage der Peripheriegeräte. Am meisten nutze ich den sequentiellen Shifter von Thrustmaster. Diesen habe ich in der Höhe und Tiefe des Lenkrads montiert. Dahinter in liegender Position wurde von mir die Fanatec Handbremse verbaut. Und den Fanatec Shifter, den nutze ich ausschließlich im Haarschaltungsmodus. Und hier habe ich eine tiefer gestellte Montageposition seitlich am Grundrahmen gewählt. Schritt Nummer 13. Wenn alles montiert ist, dann beginne mit der Verkabelung, aber mache vorher noch einmal einen Testlauf. Es empfehlen sich Kabelführungen mit Profilwinkel, um die Kabel ordentlich verlegt zu bekommen. Alternativ, wie gezeigt, die Verlegung in der Profilnut mit den Abdeckungsprofilen. Schritt Nummer 14. Befestige die schwarzen Abdeckkappen an den Profilen stirnseitig. Je nach Geschmack könnt ihr auch Abdeckungsprofile für die Profilnut in unterschiedlichen Farben bestellen. In meinem Fall zeige ich euch, wie dies aussieht, wenn man in Längsrichtung schwarze Abdeckungsprofile einsetzt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die technischen Details. Der Grundrahmen benötigt 1350 x 580 mm Platz, ohne seitliche Anbauteile. In der Höhe misst das Rig 820 mm und mit Motion sowie Wheelbase samt Lenkrad wächst die Höhe auf knapp 1,2 Meter. Mit dem Simrig SR2 Motion System kommen in der Breite 30 cm dazu. Das Gewicht der Grundkonstruktion beträgt je nach Ausstattung um die 50 Kilogramm aufwärts und mit der ganzen Peripherie geht das Gesamtgewicht in Richtung 100 Kilogramm ohne Benutzer. Bei diesem massiven und zugleich sehr schweren Rig empfehle ich unbedingt zum Simrig SR2 Motion System zu greifen, da dieses bis zu 225 Kilogramm belastbar ist. Der Grundrahmen ist aus Aluprofilen 160 x 40 mm ausgeführt und bei der Wheelbase-Aufnahme kommen Profile mit 120 x 40 mm zum Einsatz. Der Pedalaufnahmewinkel lässt sich über die Montage an den 80 x 40 mm Profilen anpassen. Und die restlichen Aluprofile weisen die üblichen 40 x 40 mm auf. Die optional erhältlichen Aufnahmelösungen für eure Wheelbase, die sind aus 10 mm dicken Aluminium gefertigt und wurden Schwarzpulver beschichtet. Die entsprechenden Schrauben und Nutensteine für den ganzen Zusammenbau, die werden mitgeliefert. Und so machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität. Das Lochbild des Wheeldecks lässt die Montage diverser Hersteller zu. Logitech, Thrustmaster, Fanatec und Co-Lochbilder, die sind vorhanden. Ich habe meine Simucube Wheelbase mit dem Front-Mount verschraubt. Mit einem Winkelbracket, welches unterseitig das Fanatec 3-Lochbild aufweist, könnte ich aber auch das Wheeldeck verwenden. Dieses bietet die größte Kompatibilität, da eben auch Fanatec, Thrustmaster und Logitech Bohrlöcher vorhanden sind. Pedale können völlig uneingeschränkt montiert werden, wenn die Pedalplatte Durchgangslöcher aufweist. Bei Pedalen mit eingebrachten Gewinden müsst ihr die Montage über die Profilwinkel bewerkstelligen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Materialauswahl und Verarbeitung. Sämtliche Bauteile wurden super verarbeitet und perfekt gereinigt. Die Profile weisen keinen störenden Grad auf. Und die Platte des Keyboard Trays wurde aus 2 mm dicken Aluminium gefertigt und pulverbeschichtet. Auf den Punkt gebracht gibt es in diesem Kapitel nichts Auffälliges zu berichten und so setzen wir mit der nächsten Kategorie fort. Das ist Kapitel Nummer 6, die Optik. Ihr habt einen massiven Metalllook mit schwarzen Akzenten der Wheelbase-Aufnahme und des Keyboard-Trays. Zum Gesamtlook passt das Simrig SR2 Motion System mit schwarzer Verkleidung und dem weißen Branding gut dazu. Zum Vergleich habe ich bei der Pedalaufnahme eines meiner schwarzen Profile verbaut, damit ihr den Unterschied zu den Standardprofilen sehen könnt. Diese schwarze Profiloption bietet Swedish Rig Designs derzeit aber nicht. Sticker oder Branding bietet SRD ebenso nicht an. Ausnahme bei den optional erhältlichen Wheelbase-Aufnahmelösungen, da wurde das SRD-Logo eingebracht. So kommen wir zu Kapitel Nummer 7, mein erstes Fazit. Der gesamte Aufbau wirkt hochmassiv in allen Belangen. In Sachen Aufbau gab es keine Komplikationen und alles war sehr einfach umzusetzen und zusammenzubauen. Meine ersten Testrunden waren sehr vielversprechend.
Und auch das Simrig SR2 Motion System funktionierte problemlos mit dem sehr schweren Komplett Rig. Im zweiten Teil werden wir uns dann sehr ausführlich um den Rennstreckentest, die Ergonomie und die Sitzposition, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten kümmern. Und klarerweise gibt's wieder den ultimativen Stresstest in Sachen Stabilität mit satten 25 Newtonmeter Drehmoment meiner SimiaCube SC2 Pro Wheelbase. Dazu gibt's den Stresstest für die Pedalaufnahme mit der 120 Kilogramm Load Cell meiner NUR Simulations Pedale. Ich drehe derzeit viele Testrunden, um euch diese Punkte wie gewohnt sehr ausführlich und genau aufbereiten zu können. Bleibt dran, Teil 2 sollte in ein paar Tagen online gehen. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein und lasst mich in den Kommentaren jetzt wissen, wie euch dieses Rig von Swedish Rig Designs gefällt. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.